Wusstest du schon, was die Terrakotta-Armee mit der Namensgebung des Landes China zu tun hat? Oder wie ein chinesischer Campingplatz aussieht? Und welche Pannen uns schon wieder zum Anhalten zwingen, das erzählen wir euch alles jetzt. Hi, wir sind Andi und Myri und in unserem selbst ausgebauten Wohnmobil dokumentieren wir hier unsere Reise nach Asien. Was machst du, Myri? Probieren. Hallo und Ni Hao aus China. So, ich habe jetzt für 100 Yuan umgerechnet 12,80 € neue Laufschuhe mit einer schönen, flexiblen Sohle und ich glaube, sie sind auch sehr luftdurchlässig. Hier gibt es einfach bei der Autobahnraststätte so hier Autowerkstatt, Reparaturgeschäft und andere Shopping-Sachen. Also USA NB Original Limited Balance Life. Kennt man, oder? Ja, der kennt's nicht. Ja. So. Oh, unser Mittagessen ist hier so Nudel, Gemüse, Dings. Umgerechnet so ca. 2,20 €. Also ich trinke jetzt eine Milch und Milch ist hier ein bisschen anders. Erstmal, nicht in allen Geschäften natürlich, aber man muss in vielen Geschäften erstmal Milch suchen und dann kriegt man sie in diesen Päckchen. Da muss man auch aufpassen, dass da kein Zucker mit drin ist. Das ist jetzt normale Milch. Und dann gibt es hier diese geilen Strohhelme. Und zwar ist das Besondere an diesen Strohhelmen, dass die so ausziehbar sind. Naja, ich bin absolut fasziniert und trinke jetzt meine Milch. Was hast du festgestellt? Irgendwas stimmt da nicht. Also unsere Lenkmanschette, diese hier, also das Lenkding hier, genau, sollte mit diesem Stabilisator-Ding überhaupt keinen Kontakt haben, aber es liegt komplett auf und hat auch hier schon Schäden angerichtet. Beziehungsweise hier liegt Metall auf Metall. Unsere komplette Achse hier sollte eigentlich weiter unten sein. Ist es aber nicht. Das ist richtig kacke. Also, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass wir das in China reparieren können, also aufgrund der Zeit, die wir haben. Ich meine, klar können wir zu einer Werkstatt fahren, dann würden wir aber halt einen neuen Guide benötigen und viel extra bezahlen müssen. Das wäre sehr, sehr teuer. Deswegen müssen wir das in Laos machen, hoffentlich. Hoffentlich kommen wir soweit. Hoffentlich führt das nicht dazu, dass wir irgendwie beim Lenken Probleme bekommen. Mit einem etwas mulmigen Gefühl wegen unserer Lenkmanschetten sind wir dann Richtung Terrakotta-Armee gefahren. Aber so viel kann ich jetzt schon mal verraten, das sollte nicht unser Hauptproblem bleiben. Die Terrakotta-Armee ist nicht grundlos auf jeder China-Top-Liste zu finden. In der Nähe der Stadt Xi'an gibt es dieses riesengroße Areal, wo der damalige Kaiser von China, der 200 Jahre vor Christus regiert hat, der Kaiser Qin, der auch dem Land China seinen Namen gegeben hat, wahrscheinlich, hat dort eben größenwahnsinnig sich einen Schutz aufbauen wollen für sein Leben im Jenseits und hat daher diesen Bau von etwa 6.000 Kriegern in Auftrag gegeben. Das haben hauptsächlich Sklaven vollrichtet und die waren alle mit Waffen der damaligen Zeit und Rüstungen ausgestattet. Also wirklich, er hatte ziemlich viele extra Ressourcen scheinbar. Und jeder einzelne Krieger ist einem echten Menschen so ungefähr nachempfunden. Es ist sehr detailliert gebaut. Die sind alle innen drin hohl, was man wirklich jetzt von außen nicht so gut sehen kann. Und das ist eine große Arbeit, die Scherben wieder zusammenzufügen, sodass dann wieder die ganzen Krieger vor einem stehen.
Die Ausgrabungen sind aktuell gestoppt. Es wird gewartet darauf, dass bessere technische Möglichkeiten entwickelt werden, um die Farben der Krieger wieder zu restaurieren. Denn sobald diese ausgegraben werden, werden innerhalb von Sekunden die Originalfarben an der Luft zersetzt und deswegen sind sie alle nur grau aktuell. Ich wollte noch erwähnen, dass Kaiser Qin auch die ersten Teile der großen chinesischen Mauer errichtet hat. Das Gelände ist, wie gesagt, relativ groß. Es gibt 3 große Hallen, wobei eine Halle wirklich absoluten Work in Progress anzeigt. Dort ist noch fast nichts ausgegraben. Zusätzlich gibt es noch ein Museum, wo es wirklich sehr schöne Einzelstücke auch ausgestellt werden, an die man dann ganz nah ran kann und sie nicht nur aus der Ferne sehen kann. Und es gibt natürlich auch Videopräsentationen und schöne Illustrationen und Erklärungen zu der Zeit und die verschiedenen Typen von Kriegern werden erklärt. Es ist alles in allem ein sehr schönes Erlebnis. Der Eintritt kostet jedoch auch 20 € pro Person aktuell. Nein, ich glaube es nicht. Ein Nissan Capster NT 400 Wohnmobil. Nissan. Das ist unser Auto. Es gibt wirklich ein Wohnmobil auf Basis unseres Nissan Capstars in China. Und wir finden keine Ersatzteile, wir finden keine Blattfeder für vorne, aber hier steht so ein Ding. Das ist das Highlight unserer Reise bisher. Wir haben noch nie ein solches Auto gesehen. Hier. Sogar mit unserem Motor, dem ZD30 DDTI. Also das ist unser 3-Liter Motor von Nissan. Richtig cool. Coole Kiste. Das wird jetzt richtig übel. Aber wir haben noch 30 Sekunden Zeit. Die Ruhe vor dem Sturm. Weil da müssen wir in diesem Kreisverkehr, der irgendwie 4-spurig ist, ganz links abbiegen. Der 4-spurige Kreisel war gar nicht so schlimm wie gedacht, denn die Chinesinnen fahren sehr, sehr vorsichtig. Wir waren dann noch ein paar Lebensmittel für den täglichen Bedarf in Xi'an kaufen und dann haben wir diese kleinen Hühner hier gesehen. Und Xi'an ist wieder eine dieser Millionenstädte. Das war wieder super faszinierend. Ich habe ein Gemüsesüppchen und irgendwas Scharfes mit Nudeln und Portion 2,60 €. Das sind wieder so Portionen. Und meins soll scharf sein. Und ich wurde darauf hingewiesen und ich sagte, schon okay.
Gucken wir mal. Wir sind in einer richtig krassen Shopping Mall. Spooky-mäßig jetzt, vielleicht sollten wir mal hier aus dem Fahrstuhl raus. Also dieser Fahrstuhl fährt uns da ganz oben, obwohl wir nach ganz unten wollen. Wir haben noch nicht verstanden, wie der funktioniert. Aber ich glaube, jetzt tut's. Wir sind bei 7 immer noch. Komisch. Oh. Da oben war gerade noch Bogenschießen. Fressmeile. Hier ist die Fressmeile. Diese Aufzüge sind alle kaputt. Sie fahren uns nicht in Stockwerk 1 oder -1. Und Wir wollen noch in den Walmart, aber der Walmart, der ist unerreichbar. wirklich, der zweite Automat hat uns auch nicht hingebracht. Jetzt versuchen wir irgendwie rauszugehen und irgendwie eine Treppe zu suchen. Wir kommen da sonst nicht hin. Wir haben ihn gefunden. Wir sind einmal ganz aus dem Gebäude raus und wieder rein. Und jetzt geht's nochmal runter. Faszinierend und wunderschön dieses Land ist und aufregend. So voll ist es auch. Also jede ach so kleine Stadt ist eine Millionenstadt. Wir sind gerade wieder durch eine Stadt gefahren, die nicht aufhören wollte, und überall stehen ultra riesige Wolkenkratzer, und das ist dann nicht so wie in Frankfurt, dass das da Bürogebäude sind, sondern das sind Wohnkomplexe. Und es ist super schwierig zu beschreiben, wie voll dieses Land ist. Ich habe es im Vorfeld gehört, man kann es ja lesen, aber man kann es nicht beschreiben. Man kann es erst begreifen, wenn man das selbst erlebt hat. Und das ist, ich glaube, für Menschen, die das nicht gewohnt sind, ich kann nur von mir sprechen, sehr, 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 sehr anstrengend. Und ich sehne mich richtig nach Ruhe und einen Tag mal nicht fahren. Und das geht nur, wenn wir Sachen auslassen und an einem Tag mehr Strecke machen, als geplant ist, damit wir quasi einmal der Gruppe vorausfahren können. Wir haben zum Glück eine mega coole Reiseleitung, die dann sagt, hey, schaut, dass ihr euch wohlfühlt. Und jetzt fahren wir quasi einmal los oder vor, um auch mal irgendwo ein bisschen länger zu bleiben und uns ein bisschen auszuruhen, denn es klingt super pinzig, aber es ist so anstrengend, vor allen Dingen für mich. Ja, um nicht an Koffein zu verlieren, haben wir jetzt hier eine Cola mit Oreo-Geschmack, die der Andi gerne testen möchte. Ja. Ja, krass. Boah, wie Geschmacksstoffe da drin sind, möchte ich nicht wissen, aber irgendwie ist er doch lecker. Probier mal. Hast du gerade ein Oreo gegessen? Boah, Entschuldigung. Also meins ist es nicht. Das Autofahren, auch wenn es viel und anstrengend ist, macht darüber hinaus aber trotzdem super viel Spaß, denn es gibt so viel zu entdecken, selbst wenn man nur in einem Auto sitzt und Autobahn fährt. Das ist absolut fantastisch. Da kommt gleich ein Auto, das ein Auto abschleppt, Und da ist auch noch Fracht drauf. Kühlschrank oder so. Okay. Ja, also das nenne ich Tetris Next Level. Irgendwie schaut es so aus, als würde bei Jenny was fehlen, und das stimmt auch. Wir haben Lukas unsere Räder, so das mit der Felge und ohne Felge, vom Dach gegeben, unsere Spaceplans, und Lukas und Martin fahren jetzt mit ein super nettes Angebot, damit wir die Vorderachse entlasten können, weil ja offensichtlich unsere Blattfeder vorne echt schwach ist. Ja, wir gehen Gassi mit Orti. Und wir haben hier eine Windmühle. Und wir haben hier einen schönen See. Und da hinten ist unser Campspot für die 2 Nächte, weil wir hier ein bisschen vorausgefahren sind. In der Gruppe können wir hier 2 Nächte bleiben. Ja, und uns geht's ganz gut. Heute Abend gibt es vielleicht sogar ein Barbecue.
Andi erzieht den Hund. Otti. Sitz. Sitz, Otti. Ja, super, Otti, super. Aus. 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 Super. Loben. Super, super. Und? Hui, super. Er freut sich so. Siehst du, wie er hier rumhoppelt? Den Häschen. Nochmal werfen. Aber da musst du den Ball hinlegen. Aus. Mach ab. Zu. Na, Otti? Heiß, oder? Otti, ganz schön heiß hier. Unsere Mitfahrer in unserer China-Transit-Gruppe waren alle so freundlich und haben sich bereit erklärt, auch nochmal einen Blick unter unser Auto zu werfen und sich die Blattfeder genauer anzuschauen. Aber eine einfache Lösung, das Problem mal eben zu beheben, hat leider keiner gefunden. So, jetzt machen wir Unboxing. Also, da ist ein Profispieler drauf. Das ist schon mal gut. Das ist der Schläger. Die Bespannung ist, wie ich es kenne, Fischernetz, aber sie ist härter als bei den meisten Schlägern in Europa. Das ist schon mal nicht schlecht. Er ist aus 3 Teilen gefertigt. Hier ist also ein Übergang und hier eben auch. Ja, das ist in der Preisklasse völlig normal. Ansonsten ist er etwas schwer und kopflastig, aber das ist gut. Und ansonsten, wir schauen mal, dass der Flex ist. Oh, ja, relativ steif, gut. Ja, ist definitiv ein Profischläger, würde ich jetzt sagen. Wenn man sich hier den Federball anschaut, das ist absolute B-Ware. Also die sind schon gespielt worden, hier sind etliche Federn schon abgebrochen. Es ist, ja, also ich ärgere mich jetzt auch überhaupt nicht, weil für den Preis kann man nichts anderes erwarten. Ich bin mir fast sicher, dass diese Bälle schon mal neu gekauft wurden und gespielt wurden und irgendein Badminton-Verein dann einfach sagt, okay, die sind gebraucht, wir stecken die nochmal in eine Rolle rein und verkaufen sie nochmal neu für 5 Euro, weil normalerweise kostet so eine Rolle in Deutschland den 5-fachen Preis, also 25 Euro aufwärts, hier für 5 Euro, deswegen ist mir jetzt klar, warum. Vier Autos sind auf jeden Fall beschädigt. Also wenn ihr nach Asien fahren wollt, kauft euch ein neues. Das zum Beispiel ist nicht beschädigt. Ja, mit unserem eigentlich 5. 5 was? Autos sind beschädigt. 5 Autos sind beschädigt. Ja, unsere Blattfedern machen echt den hier. Welches Auto hat denn was? Hier gibt es Leistungseinbrüche beim Beschleunigen. Da ist der Luftschlauch, der direkt vom Motor ist. Also Turbolader passt, Intercooler passt und dann geht es zum Motor. Da ist der Schlauch nicht richtig verbunden wahrscheinlich. Also Semi-on-Tour. Semi-on-Tour, genau. Aber das haben wir jetzt gerade diagnostizieren können. Wir haben nämlich die Luftzufuhr auf der einen Seite abgeschlossen und dann haben wir mit der Luftdruckpistole Luft in das System gebracht, 5-6 Bar, und dann haben wir Zischen gehört und haben gemerkt, was rauskommt. Und er baut jetzt den Schlauch wieder neu ein und dann testen wir es nochmal. Und hier ist die Öllampe an, aber das hat lustigerweise Also auf der Main Road? Auf der Main Road hat nichts mit dem Öl zu tun, sondern damit, dass das Abgasrückführungsventil völlig verrußt ist. Und es ist super schwarz. Und das ist ein bisschen tricky auszubauen. Und man kommt da nicht so gut ran wie bei uns, aber eigentlich ist es auch ganz nett. Man kann im Stehen arbeiten. Bei uns ist alles immer so am Boden. Also quasi Pamir-Opfer. Schlechter Dieselopfer und alles so. Ne? Mhm. Und war ich jetzt Barbecue? Ja? Es gibt Barbecue. Barbecue. Barbecue? Ja. Und es sind natürlich auch wieder ein paar Chinesen am Start, weil wir sind auf jeden Fall sehr, sehr kurios. Und das muss begutachtet werden.
So, wir sind heute das erste Mal auf einer Art Campingplatz hier in China, neben so einer Art Stausee. Und die sind auf jeden Fall anders als in Europa. Hier sind quasi kleine Zeltchen aufgebaut. Man kommt hierher und quasi mietet sich so ein Zeltchen. Karaoke gibt es hier auch. Und hier zum Beispiel ein Müllentsorgungssystem, ganz cool. Es wird getrennt, aber der Guide hat uns verraten, dass am Ende wieder alles zusammengeschmissen wird. Dass ich mal gefragt habe, wie ich trennen soll. Genau, hier sind diese kleinen Zelte. Da hinten ist auch noch ein richtig großes. Und hier läuft natürlich Musik, weil den ganzen Tag irgendwas in China läuft. Musik, irgendwelche Sachen, die so durchgesagt werden, aber also nicht so einmal, sondern so in Dauerschleife. Hier ist ein normales Zelt und da hinten kommen quasi die Sanitäreinrichtungen. Und das ist auch anders als in Europa, denn es gibt nur Klos. Es gibt keine Duschen. Übrigens solltet ihr mal in Asien, das gilt auch komplett für Asien, weil irgendwann fangen die Stehtoiletten natürlich an, aufs Klo gehen wollen. Nehmt euch Klopapier mit. Manchmal gibt's das, aber in 80% der Fällen halt nicht. Ich hatte an diesem Tag übrigens Geburtstag und wir haben alle zusammen einen Grillabend gemacht. Und da wir ganz viele Berufsmusiker dabei hatten, habe ich sogar ein super schönes Ständchen bekommen. Ich habe mich so riesig gefreut. Das südliche China, wo wir ja jetzt hinkommen, soll auch ein bisschen vom Stil her anders sein als dort, wo wir gerade herkommen. Aber wir haben halt gemerkt, wie gut uns dieser eine Pausentag getan hat und wir brauchen noch ein bisschen mehr davon und wollen wieder ganz viel Energie für Chengdu sammeln, weil das ist ja mit einer der größten Städte hier in China und einer der populärsten Städte. Und wir sind jetzt schon im Panda-Gebiet, deswegen habe ich gestern voll süß von Lono und Kuno ein Panda-T-Shirt gekriegt. Und ich habe mich darüber sehr, sehr gefreut. Direkt mal angezogen. Und ja, wir hatten gestern einen schönen Tag. Ich habe auch ein Städtchen gekriegt von der Jahre. War auch sehr schön. Und von Charlotte und Ken habe ich Essenssticks bekommen, damit ich noch mehr essen kann. Und so ein cooles Getränk und ein Alkoholchen. Und ich finde, man merkt hier, umso mehr wir jetzt in den Süden fahren, umso urwaldmäßiger werden die Berge auch, weil man schon Bananenpalmen am Straßenrand sieht. Man sieht auch schon hin und wieder Warnschilder, dass man auf die Affen aufpassen soll. Okay, ich habe das eben schon falsch gemacht, aber hier gibt es überall heißes Wasser. Wir haben hier Kaffeepulver in unserem Thermobecher. Und da kann man sich überall heißes Wasser holen. Tada! Wir sind immer wieder überrascht, wie Sachen transportiert werden auf LKWs und wenn da andere LKWs drauf sind, auf denen wieder LKWs sind oder Autos nebeneinander, übereinander und das ist wirklich beeindruckend. In Europa würde man das wahrscheinlich anders transportieren. Wir haben das noch nie gehabt. Unser Motor ist auf 116 Grad und er wird einfach nicht kühler. Das Diagnosegerät sagt, dass wir immer noch 105, jetzt 1 Grad weniger, aber 1 Grad weniger nach ganz langer Zeit. Wirklich, wir reden hier von einer Viertelstunde. Und als wir hier angekommen sind, war die Temperatur 103 Grad, also noch okay sozusagen, weil wir sind ja gerade einen Berg hochgefahren. Und es scheint alles zu laufen. Es gibt keinen offensichtlichen Defekt. Aber er kühlt einfach nicht ab. Er wird nicht kühler. Das ist total verrückt. Ich bin echt ein bisschen schockiert. Wirklich. Das ist ein Trick, den hat die Möri woher gelernt? LKW-Forum von Malte. LKW-Forum. Also, man macht da so Löcher rein und dann
entweder auf den Motor selbst, auf den Kühlergrill kommst du nicht so gut. Einfach da drauf, ja. Ist so schnell nicht da direkt. Also den Kühlergrill, genau. Wir haben jetzt schon 112 Grad. Boah, siehst du das? Ja, da ist alles brutal heiß da. Da Ja, Andi, warum lassen wir den Motor weiterlaufen? Wenn wir den Motor ausschalten, hört das Wasser komplett auf zu zirkulieren und dann öffnen sich irgendwelche Notventile und wir haben das ganze Kühlwasser auf dem Boden. Also wir sprühen das Wasser quasi auf den Motor und der Dampf, der entsteht, kühlt den Motor ab. Ja. 109 Grad. Wir haben also schon von 116 auf 109 Grad jetzt in 10 Minuten runter gekühlt. Ich kann es mir kaum erklären, auf der Fahrt hierher habe ich immer darauf geachtet, dass die Temperatur nicht über 105 steigt. Aber mir ist eine Sache aufgefallen, die heute anders war als sonst immer. Welche? Ich habe die Temperatur zwar auf maximal 105 Grad gehalten, aber ich habe dann gesehen, dass dann plötzlich meine Spitze drin war. Ganz kurz, für eine Sekunde zeigt der Sensor 110 an und war dann wieder auf 105 unten. Und ich dachte mir, irgendwie muss das schon ganz schön aufgehört sein. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viel Hitze mitgenommen. Die ganze Fahrt heute war sehr bergig, sehr viel bergauf, bergab. Und ich dachte mir, es passt schon, die Temperatur ist ja immer wieder gesunken. Aber wir haben heute wohl offensichtlich sehr viel Hitze angestaut. Und jetzt, wo wir hier zum Stillstand kamen und kein Fahrtwind mehr gekühlt hat, ist es sogar plötzlich gestiegen. Ja. Und ich habe zum ersten Mal erkannt, dass unsere Temperaturnadel offensichtlich doch in der Lage ist, in den roten Bereich zu gehen, was sie früher nie gemacht hat. Und jetzt weiß ich, dass der rote Bereich bei 115 Grad anfängt. Also das Fahrzeug muss ja auch mit sauhohen Temperaturen hier dealen. Also es ist super warm und je weiter wir in den Süden fahren, umso wärmer wird es hier. 106. Wir kommen langsam runter. Das ist schon mal gut. Es ist halt, ich kann hier überhaupt nicht erkennen, wann du bei maximal bist. Ich glaube, es fehlt eine ganze Menge. Jetzt bist du bei maximal. Ja, komm mal her und guck's dir an. Ich habe gesehen, dass andere Leute das hier reintun und nicht Warum? da. Weil das ist nur der Reservebehälter. Das ist eigentlich die Leitung, die zum Motor geht. Okay. Ja, oder so. Ja. Also, es hatte eine ganze Menge gefehlt. Es war fast 4 Liter, 3,5 Liter haben wir jetzt gerade nachgefüllt. Und es wundert mich nicht, dass die Temperatur so plötzlich gesprungen ist, weil einfach so wenig Flüssigkeit drin war, ja. Ich mache alles wieder zu. Das ist wieder eine Folge von Wie fährt man sein Auto, ohne es kaputt zu fahren? Wir finden es auf dem Weg heraus. Ja, bisschen über Maximum. Ja. Kann ich jetzt auch nicht wieder raussaugen. So, neue Kühlflüssigkeit ist drin. Temperatur ist im Normalbereich bei 80 Grad. Das ist die Farbe des Kühlwassers. Genau, da haben wir ein bisschen was übrig gelassen. Also wir haben dann nur 3,5 Liter reingekippt und den Rest nehmen wir jetzt in dieser schönen grünen Flasche mit und lagern es im Fahrerhaus. Aber das ist doch ein halber Liter. Das ist ein halber Liter, ja genau. Ja, aber es war noch nicht voll. Also wir hatten schon was rausgenommen. So, und jetzt fahren wir noch eine Stunde zu Martin und Lukas auf eine Autobahnraststätte und dann übernachten wir da. Voll romantisch. Ich finde das so faszinierend, wo hier überall Städte stehen. Einfach. Also da stehen in Europa vielleicht Ortschaften in so Gebieten, aber keine Millionenmetropole. Ich bin so fasziniert und so wie man in Europa dann irgendwie das nächste Dorf findet, findet man hier die nächste Metropole. So in der Dichte. Boah. Wow. Wow, Ja. wow, wow. Was für ein Anblick mal wieder. Ich möchte nur noch mal anmerken,
dass wir nicht total dumm sind, weil wir haben nämlich keine Anzeige für den Stand der Kühlflüssigkeit. Wenn wir die aus irgendeinem Grund verlieren, diese Flüssigkeit, dann sehen wir es nicht. Wir haben jetzt nur die 2 Indizien. Das Gebläse geht nicht mehr auf heiß, das haben wir festgestellt, die Heizung geht einfach nicht mehr, weil nicht mehr genug Flüssigkeit da ist, die Luft erwärmt. Und das andere Indiz, die Temperaturanzeige der Kühlflüssigkeit steigt und sinkt schneller bei kurzen Steigungen, bei kurzen Abfällen. Und ich habe immer so Ausreißer gehabt, genau. Das sind jetzt die 2 Indizien, die wir haben, warum eventuell wenig Kühlflüssigkeit im System sein könnte. Aber einen richtigen Sensor und einen richtigen Alarm bekommen wir nicht. Und ich muss dazu noch sagen, dass wir über der Behälter, den kann man zwar wieder einsehen, aber irgendwie haben wir es nicht gesehen. Ist voll schwer. Wir sind auf jeden Fall jetzt schon mal mit Madeleine und Lukas zusammen vorgebrecht Richtung Chengdu. Und weil wir gestern keine 600 Kilometer mehr machen konnten, haben wir hier an dieser Raststätte übernachtet. Und jetzt bin ich gerade mit Morgengassi, mit dem Otti unterwegs. Auf jeden Fall, ja, China für Hunde ist schwierig, finde ich. Man hat selten mal einen schönen Auslauf für die Hunde. Man kann sie selten frei laufen lassen, gerade wenn es so ein wilder Hund wie der Otti ist, ne, Otti? Ja, er sieht zwar so süß aus, aber er kann auch so wild sein. Und ja. Ah, okay, der will wegfahren. Wir wurden angeguckt. Komm, Otti, der will weg. Ja, super. Ja, auf jeden Fall kein schöner Ort für Hunde. Ja, zum Übernachten ging es an allen Raststätten kann man auch immer noch sehr günstig essen. Also wir haben gestern noch einen Bautzen geholt für wieder 20 bis 30 Cent. Und es gibt öffentliche Toiletten, die nicht zu bezahlen sind, die man nicht bezahlen muss, die auch immer ziemlich ordentlich und sauber sind. Und darüber kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Aber es ist eben, naja, hundefreundlich ist das Land schon. Die mögen Hunde, die haben auch viele Hunde hier. Wir haben jetzt gestern sogar zum ersten Mal so eine Border Collie gesehen. Komm, Otti, komm. Für Hunde, die Auslauf brauchen und das gewöhnt sind, das ist keine schöne Sache. Wofür Zentralasien ja eigentlich richtig nice war, ne? Also hast einen großen Hund, stellst du dich halt in die Steppe in der Mongolei. Geht hier nicht. Vor dem Weiterfahren haben wir nochmal geschaut, ob wir Kühlmittel verloren haben, und ja, leider war es so. Unser Kühlmittelvorratsbehälter war wieder leer. Also haben sich Lukas und ich auf die Suche nach einem Leck gemacht. Wir haben dazu das Auto auf die Auffahrrampen gebracht und das Fahrerhaus gekippt. Aber leider haben wir kein offensichtliches Leck gefunden. Wir haben die Kühlmittelflüssigkeit dann wieder aufgefüllt und sind weitergefahren. Aber es sollte uns tatsächlich doch noch auf die Füße fallen. Bevor das Video zu lange wird, machen wir hier erstmal Schluss. Beim nächsten Mal besuchen wir Chengdu mit seinen wirklich coolen Highlights. Außerdem kommen wir mit den liebenswerten Menschen der Stadt in Kontakt. Wir wären natürlich nicht wir, wenn wir nicht auch in China eine Autowerkstatt aufsuchen würden. Jetzt sagen wir erstmal Ciao, Tschüss und bis zum nächsten Mal.